Hallo Leute, heute mal ein kleines Update, was wir so die letzten Monate gemacht haben. Der Winter ist vorbei und ich habe unseren Winter mal zusammengefasst. Und natürlich kommt die Corona-Krise auch vor, aber die ist eigentlich nicht so wichtig in unserem Familienleben. Deswegen geht es vor allem um andere Sachen. Viel Spaß beim Anschauen. Das alte Jahr haben wir wieder mit selbstgemachten Berliner Pfannkuchen ausklingen lassen. Da haben alle fleißig mitgeholfen und die schmecken natürlich selber gemacht viel besser als irgendwas, was man kaufen kann. Glaub ja, sie tropft. Das neue Jahr haben wir mit ein bisschen Knallerei begrüßt, wovon die Kinder natürlich begeistert waren. Wow! Das ist Lucky, der Hund unserer Mitbewohner. Wir haben eine praktische Zusammenarbeit angefangen. Er putzt nämlich die Letze der Zwillinge nach dem Essen und macht schön sauber. Ziemlich gründlich sogar. Ich habe irgendwie keine Angst vor Zombies, Mama. Einmal rein für die Fahrt. So wiege ich die Zwillinge einmal im Monat ungefähr. In die Tüte rein und die Kofferwaage dran. 8.610 minus ein gutes Leergewicht. Nein. Wir können ja noch gleich nochmal über den Haufen, den wir schon durchgesiegt haben. Ich hab Ihnen eigentlich verboten, noch mehr zu graben, Sarah. Aber wir graben ihn nicht! Das ist unser Erdhaufen! Und den machen wir nachher wieder ins Loch! Wir haben einen Metalldetektor ausgeliehen bekommen. Und was kann man damit nicht Besseres machen, als einmal den Garten umgraben und einen Schatz suchen? Der Januar und der Februar waren dieses Jahr sehr mild. Es gab quasi keinen Schnee. Aber manchmal war dann doch ein bisschen Frost und die Kinder haben Eis gesammelt und damit gespielt, es zerkloppt und rumgeworfen. Immerhin ein bisschen Wintergefühl. Ein Foto. Damit ich noch eine Erinnerung daran habe. Sag mal, Papa, Papa. Lilly? Das ist mit der Katze. Nein! Der hat schon das Sommerfeld. Die kann doch hier hin. Wenn es draußen regnet, kann man es sich immer noch vor der Balkontür gemütlich machen und den Regen angucken. Diese tolle Bahn baut der Papa einer Homeschooler-Familie hier im Nachbarort.
Und da spielen alle sehr begeistert drauf. Mama, sind wir weg? Weiter geht's normales Spiel. Raus, glaube ich. Nö, die will nicht raus. Die Beine ein bisschen anders. So. Okay, zur Haltestelle. Draußen zu sein finden die Zwillinge natürlich toll. Genauso toll wie alle anderen Kinder auch. Konstantin hatte Besuch von einem Freund und das Tollste ist natürlich, um die Wette Milchblasen zu blubbern. Meins war zuerst oben. Hier. Schneeballschlacht! Eis! Ich hab's kaputt gemacht. Auf mein Laufrad! Ja, viel auf Schnee. Es ist so schön. Voll für mich. Und dann kam tatsächlich an einem Tag Schnee. Doch keine Mütze. 2, 3. Die Treppe rauf und runter meistern sie jetzt alle beide. Aber da bei der Schaukel, guck mal, wie die Liese jetzt schaukelt. Da müssten wir auch einen großen Kreis ausgraben, ne? Sind wir gestorben vor Angst? Das Projekt Nestschaukel geht weiter. Hier hat die Oma geholfen, den Boden unter der Schaukel abzutragen und mit Rindenmulch auszufüllen. Ich will runter. Guck, da ist auch noch rot, das musst du alles Fertig. Da kannst du noch blau nehmen. Ein wunderschön. Ein bisschen pusten, dass es trocken wird. Und einfach liegen lassen, dann wird es auch trocken. Auch was an deinem linken Arm. Genau, so kannst du toll malen. Auf der anderen Seite. Guck mal, da ist noch ein Blau. Richtig. Wenn die Oma zu Besuch kommt, bringt sie auch tolle Kreativideen für die Kinder mit. Hier wurden Dachziegel bemalt. Du kannst noch die anderen Ränder rein. Guck mal, da ist noch ein Klopapier, da kannst du das abputzen und dann gehst du ins Bad und
Wäsch dich. Tu das Klopapier wieder in die Kiste, sonst fliegt in der Gegend rum. Und die Farbe habe ich gemischt. Ah, ja, ist blau und gelb, wa? Und ich habe grün aus meinem Pinsel rausgebracht und Jonathan gegeben. Ganz viele Farben. Hier kann er mein Grün haben. Hilfe, 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 ein Überfall. Und dann ist etwas sehr Trauriges passiert. Mein Papa hat beim Bäumefällen das Sicherungsseil mit der Säge durchgetrennt und ist 10 Meter in die Tiefe gefallen. Dabei hat er sich das Becken gebrochen und verschiedenste Verletzungen zugezogen. Er wurde dann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Und es ging ihm dann nach Operation und so weiter auch wieder besser. Und dann wurde auch schon darüber geredet, dass er wieder nach Hause kann. Und die ersten Planungen liefen. Und 15 Tage nach dem Unfall ist er dann aber ganz plötzlich an einer Lungenembolie gestorben. Und dieses Foto hat er Minuten vor seinem Tod quasi gepostet. Da muss er gemerkt haben, dass es zu Ende geht. Und das hat er in unserer Familiengruppe gepostet und sich damit quasi verabschiedet. Wir sind dann also am darauffolgenden Wochenende, also Mitte März, über 700 Kilometer gefahren bis zu meiner Mutter, um an der Beerdigung teilzunehmen. Aber möchtest du den Tisch haben? Gib dem Samuel doch auch was. Wir sind mit unserem Wohnwagen gefahren, damit wir wo übernachten können. Mittags haben wir dann eine Pause mit Döner gemacht. Als wir dann wieder losfahren wollten, war der Wohnwagen aber nicht richtig angekoppelt, sodass der abgehüpft ist. Wir waren noch nicht schnell, aber ein Stecker ist kaputt gegangen, weswegen wir dann noch 2 Stunden in der Werkstatt zugebracht haben und an dem Tag dann nicht mehr angekommen sind, sondern erst am nächsten Tag. Und am Tag drauf war dann schon die Beerdigung. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wäret von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Wenn wir heute Abschied nehmen von Gunter Scheundl, dann hat das etwas Kaltes, Endgültiges an sich. Du bist mein Stecken und mein Stab, und wandre ich im finstern Tal. Mein Papa und ich waren uns eigentlich nie besonders nah, aber im letzten Jahr hat er den Kontakt zu uns gesucht und er hat uns auch im Elsass hier nochmal besucht und hat uns im Urlaub besucht und ich habe das Gefühl, dass wir im Frieden auseinandergegangen sind und dass alle Sachen zwischen uns geklärt waren. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Himmel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Von Erde bist du genommen, zu Erde wirst du wieder werden. Unser Herr Jesus Christus wird dich auferwecken am jüngsten Tage. In der Zeit war dann das erste Mal die Rede von Grenzschließungen und Ausgangssperre
Und wir waren gespannt, ob wir auch wieder zurück nach Frankreich kommen. Und wir hatten auch schon Befürchtung, dass wir gar nicht nach Deutschland reinkommen. Aber dem war nicht so. Da wir deutsche Staatsbürger sind, dürfen wir auch immer nach Deutschland einreisen. Auf dem Rückweg haben wir noch einen Abstecher bei unserem Kuhstall gemacht. Und natürlich haben wir die ganze Zeit die Medien aufmerksam verfolgt, um auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein. Zusätzlich beschleunigen wir die Forschung an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Ich habe gestern mit den Managern eines Unternehmens aus Tübingen gesprochen. Diese Firma arbeitet hochinnovativ an Impfstoffen gegen diese gefährliche Krankheit. Die Europäische Union wird dafür bis zu 80 Millionen Euro bereitstellen und ich hoffe sehr, dass wir so vor Herbst Impfstoffe auf dem Markt haben. Wenn wir Erfolg haben, wird dies viele Leben in Europa und auch im Rest der Welt retten. Ganz wichtig ist, in diesen Tagen unsere Wirtschaft zu schützen. Darum wird es heute Abend auf dem Rat der Staats- und Regierungschefs gehen. Es bleibt noch viel zu tun, um das Virus zu besiegen. Wir können alle dabei mithelfen. Zum Beispiel Sie, indem Sie zu Hause bleiben und die Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum reduzieren. Danke für Ihre Hilfe. Hier in Frankreich hat jetzt alles geschlossen, bis auf die Lebensmittelläden. Man darf auch nur rausgehen mit einem Passagierschein, den man sich selbst ausfüllen muss, wo man halt Name und Datum und Adresse vermerkt und die Uhrzeit, wann man das Haus verlässt und den Grund, warum man das Haus verlässt. Man darf nicht in einen Park, in den Wald oder auf einen Spielplatz. Aber zum Glück bin ich ja die meiste Zeit zu Hause und wir haben einen Garten. Das ist also für uns jetzt nicht schlimm und auch keine große Veränderung. Ein Mensch mit Mundschutz. Es gibt einen Mensch auf der Straße. Wow. Unsere Straße heute mitten am Dach. Und alle sind zu Hause brav, wie sie sein sollen. Aber nicht ich. Es ist schön ruhig, so kann es eigentlich immer sein. Naja, außer der Jonathan. Mein Hauptgesang mit Öl, wie ein Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still, sie wird still. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Held. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Held. Ja, ich weiß, ich hatte euch ein Video zum Coronavirus versprochen. Aber inzwischen gibt es da draußen eigentlich schon so viele gute Videos, wo gezeigt wird, dass der Coronavirus nicht gefährlich ist und auch nicht schuld an der derzeitigen Krise. Und unser Problem ist momentan also nicht das Coronavirus und auch nicht die Klopapierknappheit. Naja, manchmal vielleicht auch die Klopapierknappheit momentan. Aber unsere Gesellschaft steht gerade vor großen Veränderungen und Herausforderungen.
Und momentan schafft es die Presse noch, das Ganze mit Corona zu übertünchen. Aber je mehr Zeit vergeht, umso mehr wird klar werden, dass Corona nicht unser Problem ist, sondern dass es nur benutzt wird. Und da sich da schon so viele so schön geäußert haben, finde ich es eigentlich, naja, eigentlich überflüssig, dass ich da auch nochmal was dazu sage. Ich kann euch ein paar Videos verlinken dazu, die das eigentlich sehr schön alles erklären. Aber jetzt liegen Wochen vor uns, wo es sehr viel Veränderung geben wird. Stellt euch darauf ein, dass am Ende es kein Euro mehr gibt und keine EU. Dass zwischendurch auch mal das Internet ausfallen kann und dass auch mal gewisse Sachen im Laden knapp werden können. Und wie es danach weitergeht, das hängt von uns allen ab. Wie ich schon in meinem letzten Wäschetalk erzählt habe, entscheiden wir, in was für eine Gesellschaft wir leben wollen, was wir uns gefallen lassen, welche Regierung wir uns gefallen lassen. Und da ist jeder Einzelne gefragt. Und deswegen wollte ich euch ermutigen, da nicht einfach nur euch passiv alles gefallen zu lassen, sondern euch zu informieren und dann mündige Bürger zu werden, die nicht einfach nur glauben, was Politiker und Presse sagen, sondern die selber recherchieren und selber der Wahrheit auf den Grund gehen. Also ich wollte jetzt eigentlich erstmal die weitere Entwicklung abwarten und ich glaube, dass es dazu viel mehr zu erzählen geben wird als zum Coronavirus. Der geht mir eigentlich nur auf die Nerven und es erschreckt mich, dass so viele Leute einfach glauben, was im Fernsehen kommt. Als ob das die Wahrheit wäre. Ja, aber da muss jeder von euch selber sich auf den Weg machen und entscheiden, dass er die Wahrheit rausfinden will. Und das kann ich euch nicht abnehmen. Ich kann euch viel erzählen und dann erzählen andere was anderes. Aber jeder muss sich selbst auf den Weg machen und wissen wollen, was tatsächlich passiert. Und das ist heutzutage ziemlich einfach. Es gibt das Internet. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich da jetzt hier noch hinzufügen wollte. Ich wünsche euch, dass ihr gut durch die Krise kommt und dass ihr gestärkt daraus hervorgeht und dass ihr die Hoffnung nicht aufgebt, auch nicht für Deutschland. Ich bete für Deutschland und ich weiß, dass wir bessere Zeiten sehen können und werden. Bis dann und passt auf, dass ihr immer Klopapier zu Hause habt. Home is behind, the world ahead. There are many paths to tread, through shadow to the edge of night, until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade, all shall fade, all shall